Schönen guten Morgen. Wir sind wieder unterwegs, haben gestern wieder ein großes Glück gefunden, haben uns an einem Feldweg niedergelassen. Dort kam dann ein Einheimischer vorbei mit dem Fahrrad, wollte uns etwas erzählen, was wir leider nicht verstanden haben, und kam dann zurück mit einem Herrn aus Bayern, der hier seine Familie hat, seine Eltern. Und dort wurde uns dann gesagt, dass wir uns in einem Wildschweingebiet befinden und dass wir da auf gar keinen Fall zelten sollen. Und ja, daraufhin wurden wir dann zu der Familie nach Hause eingeladen. Die Frau war da, die Kinder hatten einen wirklich, wirklich sehr schönen Abend mit netten Gesprächen. Uns dann auch mal wieder auf Deutsch unterhalten, war sehr schön. Liegt dann auch wieder ein bisschen tiefgründiger, waren sehr interessiert an unserer Reise. Und dort konnten wir dann in der Garage übernachten, haben wunderbar geschlafen. Ja, heute Morgen noch zusammen gefrühstückt und jetzt sind wir wieder unterwegs. War ganz toll, macht immer sehr viel Spaß, andere Menschen kennenzulernen. Wir sind am Schwarzen Meer, sieht man ja im dunklen Sand hier. Ja, schön. Ja, auf jeden Fall Schwarzes Meer. Mhm. Ja, schön gemacht. Das sind wir jetzt. Echt warm. Ich habe es mir kälter vorgestellt. Ja, hier ganz weit im Norden ist dann die Krim, also das östliche Ende der Krim. Halbinsel. Sieht man auf der Kamera nicht. Gut, dann machen wir mal aus. Dann machen wir auch. Started dawn with a stalk in our eyes, longing to the lands where the horizon lies. Packing light, the world in our grip, Benjamin and Calf on this climb trip. Riding through the whispers of forgotten skies. Let's blind them behind with wheels on the road. Through the rain and the sun, now our stories unfold. Yeah, it's alright, no, we don't need maps. Yeah, it's alright, with Benjamin Cap. Rolling down the hills, we're never going back. Round the world on our bicycles. Round the world, feel the rock and roll. Freedom's calling and it won't let go. Round the world, there's so much to show. From the Alps to the plains, every border we cross. Electric in the air, never feeling lost. Yeah, it's alright, but we'll never sag. Yeah, it's alright, with just our sleeping bag. Pedal to the metal, no looking back. Round the world on a bicycle. Round the world, feel the rock and roll. Freedom's calling and it won't let go. Round the world, there's so much to show. Every mile's a memory, every cloud's a song. With the wind in our hair, we keep riding on.
Wir sind in Therme, nicht in einer Therme, sondern in der Stadt Therme. Den Gag wollte ich mir jetzt einfach nicht nehmen lassen. Sehr schön, wir waren gerade Dürüm essen, so ein Menü für 7,50 €, 2 Dürüm, Pommes, 2 Getränke. Ja, jetzt werden wir hier jedenfalls noch einkaufen, werden noch Benzin tanken und dann suchen wir uns dann in der Umgebung, also Richtung Ordu fahrend, dann ein Schlafplätzchen. Achso, und auffällig ist, heute ist ja Sonntag, dass wir das bisher noch gar nicht so erlebt hatten, aber hier ist tatsächlich relativ viel geschlossen und es ist irgendwie auch weniger Straßenverkehr. Stimmt's, Katja? Das stimmt, Benjamin. Guten Morgen. Wir nehmen Abschied von dem wohl schlechtesten Campingplatz in der Türkei. Ich glaube, das ist auch das letzte Mal, dass wir campen werden. Das ist eine vielbefahrene Straße. Der Boden ist so, wo so Toiletten sind. Ja, jetzt wurden wir noch auf den Tee eingeladen. Mir geht es seit gestern nicht so gut. Ich wollte es erst nicht zeigen, aber jetzt mache ich es dann doch. Neulich, vorgestern. Ja, da wir ja sehr viele Hunde haben hier. Ein Flohnest getreten und wurde dann natürlich auch reichlich gebissen. Ist widerlich und schmerzhaft und juckt die ganze Zeit. Ja, aber das gehört anscheinend auch dazu, dass man sich mit solchen Sachen rumplagen muss. Ja, heute werden nach langer Zeit mal wieder Kilometer geschrubbt. Deswegen befinden wir uns auf der Bundesstraße. Ist ganz gut. Also man sieht das, man freut sich immer, wenn man schon ein paar mehr Kilometer machen kann am Tag, aber es bedeutet halt auch immer einen höheren Stressfaktor. Man ist da ein bisschen anfälliger für Zickereien und so weiter. Ja, jedenfalls haben wir hier jetzt Pausenplatz. Gib mal schnell ein paar Instant-Nudeln. Dann geht's weiter Richtung Ordu. So, 3 von diesen Tunneln haben wir schon. Ging immer nur so 200-300 Meter. Das sind jetzt 4 Kilometer. Es ist so anstrengend. Ich sag das Wort jetzt nicht. Naja. Also wir haben es aus dem Tunnel geschafft, die 4 Kilometer. Jetzt regnet es gerade. Haben noch, da kam irgendwann ein Motorradfahrer und hat uns quasi Begleitschutz gegeben, dass wir. Hinter uns gefahren mit Wandblinkanlage. Oh, es war echt der Wahnsinn. Ja, das Schlimmste. Ja, ein Expander ist mir noch abgegangen, Gott sei Dank nichts passiert. Das wäre noch irgendwie. Guten Morgen. Heute haben wir ein Geburtstagskind. Der Benjamin. Leider haben wir sehr schlechtes Wetter. Wir sind auch leicht überfordert. Es hat die ganze Nacht geregnet. Und es gibt immer wieder trockene Abschnitte, aber im Großen und Ganzen bleibt es heute wohl so. Ja, unter erschwerten Bedingungen wird jetzt irgendwie abgebaut. Halbwegs alles nass und ja, wir wissen noch nicht so richtig, wie wir durch den Tag kommen. Mal gucken. Wir wollen jetzt mal frühstücken gehen. Vielleicht können wir da irgendwie irgendwas trocknen. Vielleicht auch, vielleicht aber auch nicht. Und wir müssen uns irgendwie so zurechtjuckeln. Naja, erstmal lade ich Benjamin auf ein Geburtstagsfrühstück ein. So, dann fahren wir mal zum Geburtstagsfrühstück. Wetter ist durchwachsen. Wir haben den meisten Kram nass einpacken müssen. Sind wir mal schon gespannt, wie der Tag sich so entwickelt. Das Lokal, wo wir jetzt frühstücken wollen, sieht echt schön aus. Der Nachteil ist, es hat zu. Ja, nach langem Suchen haben wir es doch geschafft, ein Frühstück, das Café zu finden. Wir lassen es jetzt gut gehen mit verschiedenen Leckereien.
Hauptsache Benjamin ist gut. Und Chai-Tee. Und Chai-Tee. Chai-Tee. Und Chai. Ja, Running Gag. ist super. War aber wirklich nicht einfach, weil alles erst irgendwie, weiß ich nicht, um 9 oder am Nachmittag aufmacht. Obwohl Kaffee und Cavalti dran steht, also Frühstück. Ja, aber wir wurden von einer netten Dame angesprochen, die in Berlin geboren ist, aber in Amerika lebt und die hat uns dann hingebracht. Ja, uns wird wieder gut geholfen von einer Schraube, die bei mir lose war, bis hin zu einer großen Inspektion. Seiten- und Höhenschläge wurden korrigiert, repariert. Bremsscheiben wurden ausgetauscht. Bei mir wird jetzt noch ein Umwerfer eingebaut von Shimano. Ich hatte ja zwischenzeitlich auch einen Ersatz dran. Der ist aber nicht kompatibel, sodass meine Gangschaltung nicht hundertprozentig funktioniert hat. Ja, wir sind hochbegeistert, ganz toll. Benjamin hat ja heute Geburtstag. Jetzt waren wir schön frühstücken, sind jetzt noch schon seit gut 1,5 Stunden hier und machen halt einen kurzen Fahrtag heute. Müssen eh noch die Sachen trocknen, weil es gestern die ganze Nacht geregnet hat. Genau, wenn ihr mal in Ordu seid, geht einmal zur Alpen Bicyclette. Dort wird euch geholfen. Ganz großartig hier. Ja, ihr auch. Auf dem Weg nach Batumi waren wir heute wieder auf eine quälende Schlafplatzsuche, sind aber wieder in so einem Park angekommen. Ja, da steht hier auf einmal so ein Hütchen. Ist offen. Das werden wir jetzt mal in Beschlag nehmen. Uns da einrichten häuslich und ja, einfach Isomatten auf dem Boden. Voll gut, mit Balkon. Da hinten sind die Toiletten, Moschee. Alles da, was wir brauchen. Alles da, was wir brauchen. Super. Da kommen die Familien und kommen mit dem Tüten voller Essen. Jeden Tag. Sind wir ein bisschen neidisch, ne? Wir müssen jedes Gramm irgendwie selber kochen, zubereiten, einkaufen, mitschleppen. Ja. Kilometer lang. Ja, wunderbar. Ja, dann beziehen wir mal die Hütte. Ich weiß gar nicht, was wir alles hochtragen sollen. Wir befinden uns 180 Kilometer vor Batumi. Haben in den letzten Tagen nicht so viel erlebt, weil wir den Fokus hatten auf Kilometer machen. Sind jetzt die ganze Zeit am Meer entlang gefahren. Das ist in der Türkei so, dass es Meer, dann gibt es einen kleinen Grünstreifen und dann kommt die Bundesstraße, die wir die ganze Zeit fahren und so 63 bis heute sogar 70 Kilometer am Tag schaffen. Und wenn das so weitergeht, sind wir tatsächlich in 3 Tagen in Batumi. Dort werden wir mindestens 5 Nächte Pause machen, also 4 volle Tage. Und weil die letzten Pausentage jetzt fast 1000 Kilometer und brauche ich Benjamins Hilfe, wie viele Tage zurückliegen? Tage. Ja? 13? Das sind schon 20 oder so. 1000 Kilometer. Kann ja nicht 13 Tage, kann man nicht in 13 Tagen fahren. Ich glaube so um die 20. Wir blenden das dann noch mal ein. Ja, mehr gibt es eigentlich auch nicht zu erzählen. Wir lassen irgendwie alles aus und fahren irgendwie schnurstracks Richtung Georgien. Vorhin hat es nochmal geregnet, haben uns nochmal einen Unterschlupf gebaut. Dort oben gibt es ein altes Schloss, eine alte Burg. Das schauen wir uns dann nachher nochmal an. Okay, seit 22 Tagen hatten wir keinen Ruhetag mehr. Das muss schnell geändert werden, spätestens in 3
Tage hoffentlich. Das machen wir auch. Wir haben einen schönen Platz gefunden, haben uns auch hier so ein Sonnensegel als Regenschutz gebaut. Sehr schön gemacht. Und heute gibt es Kartoffeln mit Quark. Lappne, also sowas wie Frischkäse. Ja. Ja, der vermutlich größte Regenschirm, Sonnenschirm, den wir bisher gesehen haben. Wir wissen nicht genau, ob im Guinness-Buch der Rekorde steht, aber er ist wirklich gewaltig. Erinnert ein bisschen an diese Sonnenschirme, die in Mekka sind, wenn die Leute die Hadsch machen. Das sind auch so Riesendinger. Ja, jedenfalls sehr schön hier. Da kann man bestimmt ganz wunderbar verweilen. Blick auf das Schwarze Meer. Da oben ist eine Burg, beziehungsweise die Reste einer Burg. Wissen wir jetzt aber nicht, wie alt die ist, haben wir jetzt nicht recherchiert. Ja, da oben verläuft dann die Bundesstraße in den Tunnel rein. Das umfahren wir jetzt. Fahren dann in östliche Richtung weiter und kommen dann wieder auf die Straße. Planmäßig haben wir wieder 60 Kilometer zu fahren. Wir haben unseren Schlafplatz gefunden. Hier direkt am Schwarzen Meer, so wie die letzten Tage auch. Sonnenuntergang hat schon stattgefunden. Es ist etwa 6:45. Kommen wir sehr gut zurecht. Die Straße ist es auch nicht sehr laut. Also man hört sie, aber es ist nicht so laut. Ich denke, dass wir da ganz gut schlafen können. Sehr nett ist übrigens, dass die Straßenlaternen hier oben Teeblätter haben, weil hier in der Region an den Berghängen südwärts des Schwarzen Meers mit Teeplantagen versehen sind. Und wir sind auch schon an 3, 4 Fabrikationen vorbeigefahren. Ja, jedenfalls gefällt es uns hier sehr gut. Ja, nochmal zu den Tunneln. Also anfangs haben wir uns tatsächlich halbwegs in die Hose gemacht bei jedem Tunnel. Die begleiten uns jetzt schon eine ganze Weile. So wie mit allen Sachen. Es ist dann irgendwann eine Überwindung. Und wenn man die Überwindung hinter sich hat, dann geht es einigermaßen. Das war jetzt ein ganz gutes Exemplar, dadurch, dass es geradeaus ging und man hat das Ende schon gesehen. War jetzt 1,4 Kilometer. Das haben wir vorher tatsächlich immer alles umfahren, weil das immer so eine Dorfumfahrten sind sozusagen. Ja, das Problem ist eben, dass 80 erlaubt sind, 80 km/h. Und es gibt leider immer wieder diese Idioten, die dann deutlich schneller fahren, ohne Licht, uns anhupen im Tunnel oder Lichthupe geben, weil langsam fahren ist keine Option. Ja, aber wir sind mittlerweile ganz gut eingespielt. Und ist ja bald vorbei. Unsere wohlverdiente Pause machen wir an unserer Lieblingstankstelle. Petrol Uffizi, weil beste Toiletten, bestes Angebot, Sortiment und es gibt für mich einen Kaffee Americano. Richtig cool und immer eine Sitzgelegenheit. Tatsächlich halten wir nur noch hier. Gördüğü bizinde olur her viraja, her köye, her şehirde seni ararken gözlerimde kaldın, gönlümde sen.
Gölleri bizinde adı her virajda, her köyde. Gerarktogen som jag las mandanten Gösten döten. Catch 'em bend, they ride the breeze. Two-wheel motion, they're aiming to please. Leaving their marks on every street. Journey unfolding beneath their feet. Pumping the pedals, they're crossing the town. From dusk till dawn, they're not slowing down.